Im heutigen Video testen wir den Lufthansa Airbus A321. Wir fliegen in der Business Class von Athen nach Frankfurt. Ich zeige euch alles von der Kofferabgabe über die Sicherheitskontrolle bis hin zur Lounge und natürlich den Service an Bord, weil ich habe mir nämlich richtig tolles Essen an Bord bestellen können. Viel Spaß! Hi Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Sehr, sehr schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich bin gerade noch in der Nähe von Athen an der Ägäis und leider muss ich jetzt wieder nach Hause. Aber da habe ich ja ein Video vorbereitet. Es geht nämlich heute von Athen mit Lufthansa Business Class zurück nach Frankfurt und wir testen einen 14 Jahre alten A321. Das ist das größte Airbus Kurzstrecken- bzw. Mittelstreckenflugzeug von Lufthansa. Und wir werden wunderbar Mittagessen im Flugzeug, denn ich habe nämlich tolles Mittagessen bestellt. Und vorher zeige ich euch natürlich noch den Check-in und die Lounge. Auf geht's zum Flughafen nach Athen. Sind ca. 45 Minuten Fahrt mit meinem Mietwagen. Da bin ich wieder. Ich bin gut am Flughafen Athen angekommen. Also ich muss mal wieder ein großes Lob an Avis Autovermietung aussprechen. Das Auto war wunderbar. Wir haben ein Upgrade bekommen. Rückgabe, kein Problem, 2 Minuten. Da war das Ding fertig. Ja, jetzt bin ich am Flughafen Athen und hinter mir ist noch ein Olivenbaum. Und wir sind schon am richtigen Terminal. Terminal 4, Lufthansa. Und dort geht's rein. Hinein mit uns. Na, ob unser Flug schon angezeigt wird? Bestimmt nicht, das dauert noch. Es sind noch 3 Stunden, bis er losgeht. Departures. So sieht's hier aus. Wir möchten gerne zu Lufthansa Business Class. Ich habe es schon gefunden. Da hinten ist ein Lufthansa-Schild. Lufthansa Business Class. Ja, die Schlange ist durchaus überschaubar. Eine Person. Cool. Die Kofferabgabe ging wieder mal wunderbar schnell. Nicht mal 5 Minuten und wir sind jetzt auf dem Weg zum Sicherheitscheck. Wir müssen einmal das ganze Terminal ablaufen. Da ist Aegean. Das ist die griechische Airline. Über die habe ich auch schon mal ein Video gemacht. War ein toller Flug mit denen. So, jetzt müssen wir zur Sicherheitskontrolle. Die müsste irgendwo hier sein. Ja, wir sind richtig. Gates ABC. Wir wollen zu B. Ach, ich erinnere mich. Wir müssen jetzt links um die Ecke. Ja. Da ist schon die Sicherheitskontrolle. Hier gibt es eine Fastlane und die nehmen wir natürlich. Ach, hier ist sie schon. Fastlane. Aha, die nehmen wir. Yay, Fastlane. Hi. Yay. Fastlane gefunden. Haha, vorbei an allen Leuten. Na, das läuft doch. Sicherheitskontrolle fertig. Hier ist die Fastlane echt wunderbar und super schnell. Jetzt habe ich Durst. Auf zur Lufthansa Business Lounge. Hier ist noch der Duty-Free-Bereich. Hier kann man ganz schnell ganz viel Geld ausgeben. Aber wir geben hier ja kein Geld aus, weil wir kriegen ja Getränke und Essen inklusive. Oh, sieht aber auch gut aus. Hier, den kann ich euch empfehlen. Habe ich im Restaurant getrunken, der ist super. Schokolade. Wir sind richtig. Hier sind noch mehr Geschäfte. Es ist noch zu früh. Unser Flug wird noch nicht angezeigt. Weiter geht's zur Lounge. Bisher fand ich die Gold Air Handling Lounge am besten, aber mal gucken, was die Lufthansa Lounge macht. Die Aegean Lounge war auch super gut. Da waren wir letztes Mal, aber jetzt müssen wir Lufthansa testen. Ich rate einfach mal, sie wird so aussehen wie die sämtlichen Lounges in Deutschland. Wir sind immer noch richtig, aber es kann nicht mehr weit sein. Lounge gefunden. Hinein mit uns. Und los geht's. Schauen wir uns ein paar Getränke an. Ich nehme Aperol.
Es gibt hier deutsches Bier, alkoholfrei. Hier, nochmal Mastika. Unglaublich lecker. Alkoholfreies, noch ein paar Süßigkeiten, Tee, Tassen und die Kaffeemaschine. Und das ist unser Blick nach draußen. Neuerdings gibt es Wolken am Himmel. Habe ich die letzten Tage nicht gesehen. Und so sehen die Sitze aus. Seltsamerweise habe ich noch keine Steckdose gefunden. Da hinten ist eine. Da ist auch der Eingang. Da sind Steckdosen im Arbeitsbereich. USB-A und ich sitze hier und da steht schon ein Getränk. Prosit auf ein schönes Warten. Ah, lecker, das tut gut. Auf der anderen Seite von dem Tresen ist der zweite Teil der Lounge. Da gehen wir später auch nochmal hin. Da gibt es nämlich Essen. Ich habe gerade noch eine tolle Info erhalten. Da wir ja Business-Class-Tickets haben, dürfen wir nicht nur in die Lufthansa Lounge, nein, wir dürfen auch in die Aegean Lounge und in die Gold Air Handling Lounge. Jetzt schauen wir uns den hinteren Teil der Lounge an. Hier sind nochmal die gleichen Getränke. Und hier geht's los. Kaffee, Früchte, noch mehr Früchte, noch mehr Früchte, Gebäck. Noch mehr Gebäck. Was haben wir hier noch? Well, they will hear from us on this week. Wow. Das ist meine Auswahl. Fertige Brötchen. Wow. Das ist so viel. Da kenne ich die Namen ja gar nicht von. Oh, das ist was für mich hier. Schokolade. Schokoladenpudding. Was war hier drin? Noch mehr Suppe. Einen Nachteil hat diese Lounge leider. Sie hat keine eigene Toilette. Da muss man immer rausgehen. Kurze Info. Die Toiletten hier sind wunderbar sauber. Also ist zwar schade, dass die Lounge keine eigenen Toiletten haben, aber ist nicht schlimm. Also die Lounge kennt ihr schon, nämlich aus meinem Aegean-Flug. Die schauen wir uns jetzt nicht nochmal an. Wir wollen hierhin Gold Air Handling. Aber so wie es aussieht, ist mir das gerade zu voll. Ich habe noch eine kleine Info für euch. Unser Flugzeug soll tatsächlich pünktlich sein, weil es ist gerade auf dem Weg von Frankfurt nach Athen. Und er soll pünktlich um 13:12 Uhr ankommen. Hier sehen wir es nochmal. Unser Flugzeug ist 14 Jahre alt. Man sagte mir, ich muss unbedingt das Mittagessen in der Lounge probieren. Hier ist griechisches Hähnchen mit Kartoffelpüree und Schokomousse. Der Rest war leider hauptsächlich vegetarisch. Ich esse aber gerne Fleisch. Naja, das Hähnchen habe ich probiert. Es ist super. Also anscheinend fängt Lufthansa neuerdings vor dem Boarding an zu boarden. Auf meinem Hinflug in Hannover war ich zu spät beim Boarding. Auf meinem Hinflug von München nach Athen war ich zu spät beim Boarding, obwohl ich zur pünktlichen Zeit da war. Jetzt haben wir gerade gesehen, da steht Gate Open. Da ist unser Flug, Gate 13. Okay, wieder etwas dazugelernt. Wenn Gate Open dort steht, heißt das lediglich, dass jemand am Gate steht und eure Koffer nochmal nachwiegt und euer Handgepäck nochmal nachwiegt. Wir müssen jetzt darauf warten, dass da Boarding steht. Los geht's. Ab ins Flugzeug. Oh wow. Hier kommt noch ein kurzer Überblick über unsere heutige Flugroute. Wir starten am Flughafen Athen, das ist die Hauptstadt von Griechenland, fliegen dann am Adriatischen Meer vorbei, über die Alpen bis nach Frankfurt. Da ist schon Frankfurt. Dauert nicht lange. Also ich sitze mittlerweile gut im Flugzeug, aber hier sind Familien mit mehreren Buggies. Ich dachte immer, Buggies wären Sperrgepäck, die vorher eingecheckt werden müssen. Das hat enorm viel Zeit gekostet. Ach, neben uns steht eine griechische Airline, Aegean. Die sind auch toll, mit denen bin ich auch schon mal geflogen. Ich verlinke euch den Flug. Der Einstieg kann noch ein bisschen dauern. In diesem Flugzeug finden heute 200 Passagiere Platz. Davon entfallen 26 Sitzplätze auf die Business Class. Hier seht ihr es nochmal, A321. Und jetzt machen wir den Beinfreiheitscheck. Ich kann mich komplett lang machen.
Das ist sehr bequem. Ich bin 183 cm groß. Und hier seht ihr, in der Business Class in diesen Kurzstreckenflugzeugen ist immer der mittlere Sitzplatz frei. Ich habe genügend Platz, man hätte sogar zu dritt Platz. Man rechnet mit mindestens 15 Minuten Verspätung, weil der Luftraum sehr voll ist. Also wir dürfen jetzt noch hier 10 bis 15 Minuten warten, bis wir denn in die Luft gehen. Und unsere Flugzeit soll 2 Stunden und 40 Minuten betragen. Der Hinflug waren gerade mal 2 Stunden, wahrscheinlich haben wir heute Gegenwind. Oder wir fliegen eine etwas andere Route. Und so sieht es hier aus. Zwar 3+3 Sitze, aber 2 und 2 Konfigurationen und da vorne steht Business Class. Heute haben wir echt 6 und 7 Reihen Business Class. Ganz schön viel. Necessary, use the red tube. The signal lamp lights up automatically in contact with water. Jetzt wisst ihr, wie ihr eure Rettungsweste benutzt. Wir sind nun auf dem Weg zur Startposition. Hoffentlich müssen wir hier jetzt nicht nochmal warten. Mittlerweile ist es schon 14:45 Uhr. Und wir sollten ja um 14:05 Uhr losfliegen. Okay, jetzt geht's los. Mach's gut, Athen. Bisher ist das Triebwerk super laut. Mal gucken, ob es in Reisehöhe leiser wird. Achtung, bitte aufpassen. Dieser 14 Jahre alte A321 hat keine Steckdosen. Also bitte ladet eure Geräte vor dem Flug auf. Allerdings dürft ihr auch an Bord eine Powerbank mitnehmen. Die darf aber nur maximal 20.000 mAh haben und ihr müsst die ganze Zeit darauf achten, dass sie auch ordentlich lädt. Gerade kam die Info, dass ich nun nach Features suchen kann. Das Lufthansa Flynet mit kostenlosem Nachrichtenversand soll jetzt verfügbar sein. Das Flynet wird ab 3.500 Metern Höhe bereitgestellt. Da ist es schon, hat sich wohl vom letzten Flug noch eingeloggt. Link kopieren und in den Browser einfügen. Da ist es schon. Verbleibende Flugzeit 0 Minuten. Alles klar. Internet buchbar. Das machen wir mal. Aktualisiert. 2 Stunden 37. Free Messaging. Das buchen wir. Um das kostenlose Flynet nutzen zu können, benötigt ihr einen Lufthansa Miles & More Account. Ich bin nun mit dem Flynet verbunden. Und was bietet uns das Portal noch? Da kommt noch eine Meldung. Reiseinspirationen, Zeitungen, Kindersachen, Podcasts und der World Shop. Wetter in Frankfurt. Filme gibt es leider nicht. Aber ich denke, das ist auch nicht so schlimm bei einem Flug, der knapp über 2 Stunden dauert. Jetzt, wo wir Flynet haben, können wir unseren eigenen Flug bei Flightradar24 tracken. Irgendwie fliegen wir nicht ganz direkt. Wir müssten ja bald mal Richtung Norden wechseln.
Ich muss kurz das Thema wechseln. Ein heißes Tuch wurde geliefert. Es ist angenehm heiß. Sagen wir, es ist ein warmes Handtuch. Das tat gut. Flightradar 24 sagt, wir kommen nur 9 Minuten zu spät. Und hier sehen wir nochmal unser Flugzeug. Ein A321-231. Er ist 14 Jahre alt. Eine Menükarte wurde geliefert. Ich habe mein Essen aber vorbestellt. Jetzt habe ich aber Durst. Ihr seht, was es hier alles für Getränkesorten gibt. Ich wünsche mir aber eine Deutschlandfahne. Los geht's, die Party kann starten. Das ist Cola, das ist Campari mit Winzersekt und das ist Avionic mit Winzersekt. Vielleicht merkt ihr gerade, dass es ein bisschen wackelt. Wir erreichen gerade das Ionische Meer und anscheinend ist die Luft hier so ein bisschen durcheinander. Aber für diejenigen, die ein bisschen Flugangst haben, lasst euch davon nicht verunsichern. Es kann nichts passieren. Und es hört auch wieder auf, das Wackeln. Das leichte Wackeln. Nun geht's los. Mein vorbestelltes Essen ist da. Die Vorspeise ist geflammter Lachs mit Meerrettich und Kartoffelgurkensalat. Und das ist die Wildfrikadelle mit, und hier seht ihr meine Wildfrikadelle mit Schupfnudeln und ein bisschen Salat. Aber bevor ich essen kann, das Wichtigste nicht vergessen. Aufmachen, Hände waschen nicht vergessen. Hier, Erfrischungstuch zum Reinigen der Hände. So, meine Hände sind schön sauber, jetzt darf ich essen. Das ist das kleine Brötchen, was gerade geliefert wurde. Ihr könnt auch ein paar mehr bestellen, wenn ihr wollt. Jetzt muss ich aber wirklich essen, es wird langsam kalt. Schauen wir uns die beiden wichtigsten Komponenten nochmal im Detail an. Unsere Wildfrikadelle ist komplett durchgebraten und schmeckt unglaublich gut. Der Lachs ist meiner Meinung nach auch optimal gebraten. Er schmeckt auch wunderbar. Also ein ganz tolles Essen für einen 2-Stunden-Flug. Nun zeige ich euch, wie ihr euer Essen vorbestellen könnt. Ihr gebt euren Buchungscode ein und euren Namen. Und schon findet ihr eine Auswahl an Gerichten, die auf eurem Flug verfügbar sind, wenn sie denn verfügbar sind. Also ich habe mein Essen geschafft und jetzt bin ich super satt und ich muss unbedingt was dagegen tun. Black Label in Raumtemperatur. Prosit auf einen schönen Flug. Ja, kann man trinken. Mittlerweile haben wir nur noch 1 Stunde Flugzeit. Die Zeit vergeht aber auch schnell hier. Oh, wir sind gerade durch eine kleine Turbulenz geflogen. Der Kapitän war aber so freundlich und hat uns direkt informiert. Ja, jetzt ist die Turbulenz schon vorbei. Waren vielleicht 2 Minuten, hat ein bisschen geschüttelt, war natürlich leicht ungewohnt, aber nicht schlimm. Also macht euch keine Sorgen. Bei Lufthansa seid ihr gut aufgehoben. Wir befinden uns schon im Sinkflug. Wir haben nur noch 8000 Meter Höhe. Okay, jetzt sind es nur noch 7900. Geht schnell runter. Wir durchbrechen in Kürze die Wolken. Oh, wir sind schon in einem Wolkensandwich. Da sind Wolken, da sind Wolken. Wir tauchen in die Wolken ein. Und es ist dunkel. Nur noch grau. Müssen ganz schön dicke Wolken sein. Anscheinend verlassen wir die Wolken schon wieder. Aber unter der Wolkenschicht, die wir gerade durchbrochen haben, ist sogar noch eine Wolkenschicht. Na, da sehen wir jetzt aber den Boden. Komm, die letzten Meter Wolken noch. Dann haben wir freie Sicht. Die Fahrwerke wurden ausgefahren. Jetzt geht's runter. Und wir haben leider eine Vorfeldposition. Das heißt, wir müssen mit dem Bus weiterfahren. Und es regnet. In Athen war es doch ein bisschen schöner, weil da waren keine Wolken und kein Regen. Jetzt genießen wir aber die Landung in voller Länge. Ich
finde, dass der A321 wesentlich lauter ist als der etwas kleinere A320. Boah, er biegt einfach während des Bremsvorganges ab. Hammer. Also die Landung war super sanft, aber die Bremsen werden jetzt wahrscheinlich glühen. Ich muss ja noch weiter und ich habe nur 10 Minuten Umsteigezeit. Um 40 geht das Boarding los, jetzt ist es 30. Naja, immerhin sehen wir noch ein schönes Flugzeug neben uns. Ein A321. Wir haben noch Nougat geschenkt bekommen. Von Niederegger aus Lübeck. Lübeck ist schön. Da habe ich schon mal ein Video über einen Zug gemacht. Ja. Hier sehen wir noch mal unser Flugzeug. Liebe Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich muss mich jetzt verdammt beeilen. Ich habe keine Minuten mehr, um meinen Flug zu kriegen. Ich hoffe, euch hat der Business-Class-Flug von Athen gefallen. Falls ihr Bock habt, mich zu unterstützen, werdet doch Mitglied auf meinem Kanal. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.